Good morning, everyone. I'm going to ask you for a few minutes of your attention now. Bonjour tout le monde. Je vous demande quelques minutes de votre attention. Before I start, I'll just say I'm translating myself, so if I get confused, please bear with me. Tout d'abord, je vous préviens, c'est moi qui m'auto-traduis, donc si je me mélange, je vous demande votre patience. Continuing from the information that Renan shared yesterday, I'll be telling you about another educational project connected with Dagpo's community and Karmapa's activity. In this case, the association Sharminoob Knowledge Rising, which supports the education and lives of students at Sharminoob Monastery in Kathmandu, Nepal. Dans la continuité de l'information que Renan a partagée hier, je vais partager avec vous un autre projet éducatif de la communauté de Dagpo et l'activité de Karmapa. Dans ce cas, l'association Sharminoob Knowledge Rising, qui soutient l'éducation et les vies des étudiants au monastère de Sharminoob à Kathmandu, Népal. The 14th Shamar Rinpoche, who many of us were fortunate to know, founded Sharminoob to offer a good education to those in need in the region. Sharminoob is currently home to over 100 young monks between the ages of 5 and 17, and their caretakers. Many of Sharminoob's students came to the monastery when they lost their homes or families in the 2015 earthquake in Nepal. Sharminoob a été fondé par le 14e Shamar Rinpoche, personne que beaucoup d'entre nous ont eu la chance de connaître. Il a fondé Sharminoob pour proposer une éducation adéquate pour les personnes dans le besoin. Actuellement, Sharminoob et la maison accueille plus d'une centaine de jeunes moines entre les âges de 5 et 17 ans, ainsi que les personnes qui prennent soin d'eux. Beaucoup des étudiants à Sharminoob sont venus au monastère quand ils ont perdu leur famille ou leur maison dans le tremblement de terre au Népal en 2015. The monastery provides a stable home and an education based in the values of the Dharma, as well as the knowledge that they need to go forward in life. Le monastère leur fournit un foyer stable, ainsi qu'une éducation basée dans les valeurs du Dharma et les connaissances nécessaires pour continuer dans la vie. After their schooling at the monastery, each student can choose if they wish to go out and lead their own life, or if they want to continue with their Buddhist education. In which case, they can continue at Diwakar Academy, some of whose graduates are among the Institute's teachers. À la suite de leur éducation au monastère, chaque étudiant a le choix de décider s'il souhaite continuer avec sa propre vie ou s'il souhaiterait continuer avec son éducation bouddhique. Auquel cas, ils ont la possibilité de poursuivre à l'Académie de Diwakar, institut dont les étudiants qui ont complété leurs études font parmi des enseignants de l'Institut. Currently, the monastery's expenses to cover the cost of living and education come to 12,000 euros per month. Knowledge Rising Association is able to cover half of this amount, 6,000 euros per month. Actuellement, les dépenses du monastère pour le coût de vie et l'éducation sont au montant de 12 000 euros par mois. L'association Knowledge Rising couvre la moitié de cette somme, c'est-à-dire 6 000 euros par mois. We currently have two important goals in terms of our support for Sharminoob's students, and for information, donations to Knowledge Rising are tax deductible. Actuellement, nous avons deux objectifs en termes de notre soutien pour les étudiants à Sharminoob. Et pour information, les donations à l'association Knowledge Rising ouvrent le droit à une réduction d'impôts en France.
So concerning the association's focus right now, one is to increase the amount of support we can offer regularly to cover a great percentage. Guten Morgen. Hier sind ein paar Ansagen über das Kloster in Chaminuk. Es gibt den Verein Knowledge Rising und dieser Verein kümmert sich darum, die Kinder und Mönche in Chaminuk zu unterstützen. Wir versuchen, die Studenten oder Mönche oder Kinder in Chaminuk zu unterstützen, damit sie zur Schule gehen können, damit sie etwas zu essen haben, Kleidung und so weiter. Und wie ihr eben schon gehört habt, falls ihr Englisch versteht, gibt es sehr hohe Ausgaben für dieses Kloster, bis zu 12.000 € pro Monat. Und wir versuchen durch den Verein Knowledge Rising diese Ausgaben mit zu unterstützen und der Verein gibt 6.000 € pro Monat dafür. Und dabei geht es eben darum, dass die Kinder auch überhaupt eine lebensfähige Umgebung haben, das heißt gute Orte zum Schlafen, genug zu essen, Hygiene und so weiter. Und dort gibt es jetzt Projekte, um diese Lebensbedingungen zu verbessern. Sie leben auf sehr engen Raum und wir haben Projekte, diesen Raum zu erweitern. Ihr könnt Knowledge Rising unterstützen. Das ist eine französische Association, also ein Verein und ist auch steuerfähig, zumindest in Frankreich. Und nur zur Information, in Deutschland gibt es Infinite Compassion und dieser Verein unterstützt Chaminuk auch. Hier im Institut gibt es einen Stand, auch mit verschiedenen Objekten, mit Flyern und so weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis gleich zum Teaching. Sanje Chodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Jobso Dage Janso Jebe Sonan Che Rola Benje San Rubara Sho Sanje Chodan Zoje Jonan Janjo Bado Dane Jobso Dage Janso Jebe Sonan Rola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jodan Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonai Rola Benje San Rubara Sho Sanjan Tamje Dewad Deve Jodan Dembra Joje Donga Nan Donga Jodan Rawa Joje Donga Mebe Dew Tamba Da Menda Wa Joje Nyeren Shadan Trave Danyo Chambol Nebara Juruje Panden Save Lama Remboj Dage Jewur Meme Denshola Karenche Jeson de Koson Tujengor Zaldo So. So, yesterday and the day before, I repeat a little bit what I say, emphasized by His Holiness Karmapa, because there is a few sentences. What I mean, we talk about only 3. Rest we can see later. Also, we have to listen, and then so these topics are
if you want to have immediately you try to understand and try to apply, it's very difficult because our tendency, habit, vision is too much kind of involved with the samsaric conditions. Not saying I'm saying samsara is bad. This should not think like this also. Because otherwise we are all bad. So not mean like this. So reason why, due to this, always according with the conditions, then life conditions are during the time of life, after life, always circle comes, and the circle comes. Then always like same procedure, and sometimes worse, sometimes better, like this remain. So the vision of Buddha, method of the teachings, we can go a little bit over of this, Right now we don't feel so much because most our self conditions are not so bad. We don't have so much suffering, but compare with all the beings, So therefore, what talking about like Ngenjung, kind of not caught by the self. How you say? Sense of belonging means that there's talk about the mind, object, everything, kind of stuck with this. So this stuck means totally stuck, So these things are, then another one is, when you apply the method, not let it turn to the, like a normal way of thinking. This also, I'm saying, superstition is not so bad, but this doesn't give this block to the enlightened direction. That's the reason Karmapa was saying. But then questions how we can start immediately, impossible, This always have to go through the practice. Practice also very simple, because if you try to, like through your own desire, ambitious, try to go like complicate practice, then again, I say pulling down, That's the reason Karmapa saying turn in a superstition, then block in the samsaric vision, samsaric kind of good and powerful and, like important concept can block in order to go to the enlightened direction, Wir wiederholen, was Karmapa, seine Heiligkeit Karmapa diesen Sommer gesagt hat. Und da gibt es einige Sätze, die er gesagt hat. Wir haben diesmal nur über 3 davon gesprochen. Den Rest werden wir später behandeln. Es ist gut, wenn wir dem zuhören. Wenn wir diese Themen sofort verstehen und anwenden wollen, dann ist es eher schwierig. Denn unsere Gewohnheiten, unsere Tendenzen und Sichtweisen sind zu sehr mit den samsarischen Bedingungen verbunden. Wir sagen aber nicht, dass Samsara etwas Schlechtes wäre. Wir sollten nicht denken, dass es an sich schlecht ist, denn sonst wären wir ja alle schlecht. Das meinen wir hier nicht, sondern aufgrund von Samsara werden entsprechend den Bedingungen, die wir haben, während unseres Lebens und auch danach, wir immer wieder in einem Kreislauf befangen sein. Und dieser Kreislauf bedeutet, es ist immer wieder derselbe Ablauf. Manchmal ist es etwas besser und manchmal ist es weniger gut. Durch die Vision Buddhas, die Sichtweise Buddhas und die Methode seiner Belehrung können wir jenseits von Samsara und diesem Kreislauf gelangen. Wir haben vielleicht jetzt noch nicht die Empfindung, dass das wichtig wäre, weil wir nicht allzu schlechte Bedingungen haben und deswegen auch nicht besonders viel Leid erfahren, verglichen mit anderen fühlenden Wesen. Wir haben also über die Sätze von Karmapa gesprochen und einer davon war Ne-Jung oder auch ein anderer, dass wir nicht von dem Gefühl des Zugehörens oder der Zugehörigkeit vereinnahmt sein sollten. Das bezieht sich hier auf unseren Geist und auf Objekte und dass wir eben nicht festhängen. Oftmals hängen wir völlig fest. Wenn wir jetzt die Methoden anwenden, sollten wir diese nicht anwenden, indem wir unsere normale Art und Weise zu denken dafür einsetzen. Denn sonst entsteht so etwas wie Aberglauben, der zwar an sich nicht schlecht ist, aber es blockiert, dass wir wirklich auf die Erleuchtung zugehen können.
Das ist der Grund, warum Karmapa über Aberglauben gesprochen hat. Wenn wir jetzt beginnen, was sehr wichtig ist, sollten wir immer mit einer einfachen Praxis beginnen. Wenn wir aufgrund von Begierde oder Ungeduld versuchen, eine sehr komplexe Praxis auszuführen, wird uns das eher nach unten ziehen, anstatt dass wir in Richtung der Erleuchtung gehen. Denn Karmapa hat dies eben angesprochen, dass er sagte, unsere Praxis könnte sich Richtung einer abergläubischen Praxis entwickeln, was nichts anderes heißt, dass wir feststecken in einer samsarischen Sichtweise, zum Beispiel, dass wir gut werden, dass wir jemand sehr Machtvolles werden oder ähnliches. Und diese Konzepte blockieren einfach unseren Weg in Richtung der Erleuchtung. Also die Richtung der Erleuchtung kann dadurch blockiert werden. Devient une forme de superstition ou qu'elle emprunte cette direction. En d'autres termes, elle est bloquée ou entravée par une vision samsarique. Et puis, bien ensuite, forcément, cette vision samsarique, c'est le fait d'avoir une forme de puissance, d'être quelque chose de bien, etc. Mais ça bloque en fait notre engagement vers l'éveil. And then, in order to go this, very simple way makes it very, very profound. You know, like that's the reason somebody wanted to reborn Dewa Chain and reborn like the freedom of individual how to die means you can choose your own way. I mean, this possibility. So in order to do this, we need to have to go very, very simple way. You know, simple way. That's where so many there is elaborate practice, but 15 Karmapa and shows a simple way to do Chandrisi practice. You know, so. If we go simple way, then through this, with the practice and a lot of listen teachings, combination, if you go this way, then due to the teachings, slowly you are understanding what you are doing. You know, like this morning, Silva asked me how to, I say, if you teach people, if you do practice, you need to know yourself better, you know. Then he say, if I go to long retreat or what? No, actually not like this. You know, even you do, I mean, another question came together. I think that's quite helpful for the vision of the practice. For example, when we do Guru Yoga of Karmapa, very simple, you know. But then there is called Wangje, you know, for empowerments. First, we don't know what is empowerment actually. If you don't really go to the listen, teaching, detail, different steps, we think empowerment is just like permission, you know, like passport, you know. I mean, permission. This is also terminology when used normally. Initiation means just you are kind of one permission, but actually it's not permission. You know, you have understand. Otherwise, you are just thinks I can go, but then that doesn't work. So first, when you do this, first you, without knowing you're doing is important, but then in order to one sentence by sentence, refer with the teachings. If you don't refer with the teaching, anyway, you can question many people, even nowadays in Google, but they give like a superficial answer, you know. But then, like exactly like what does mean Pumbe Wang, like, you know, not just like Pumba like this. There's one meaning. So if you don't really get meaning, then normally we go to empowerment. We don't receive the initial empowerment, you know. I mean, this he said how to develop. I say way of develop is like this, but then you don't know. But when you start with the practice, you listen the sentence, then you see, oh yes, I don't really know this. And when you ask people, say this, but it's not really match with this. What to do? Then you go to more kind of precise teachings, you know, like this. So through this,
then you will know. But if you don't exercise, still you don't know. You know, remain with the word. You don't get the understand. You know. So that's the reason we have to go very slowly. But in order to go slowly, we need to know something we can. There is something to do. Like for example, Karmapa saying we should not block by the belongings. Belonging means actually like caught by the attachment. You know, belonging. If you really go studying the Buddha's teachings, free of this is very important. Otherwise, you are stuck all the time in the samsara. You know, like for example, we can see old kalsas. There is some. This is not a nice example, but also old kalsas. Always there is somebody living there. You know, unhuman being. Castles. Yes. Why? Why? Because before, long time owners cannot free from the belonging, then stuck there, you know. Maybe not so bad, whole 100 years living in a castle, maybe not so bad, but still come up as saying, now this is one example, but then everything, all the single things, you know, like where you like, then not saying you will be ghost, but another life, but stacking like this. You know, that's the reason one day you have to free from the belonging. So this have to, then you cannot sometimes say you have to let go, just pretend to let go, but the mind never let go, you know. So questions how, but I start with the very beginning practice, slowly keep in these sentences of mind, and then just look at myself and slowly go practice, you know. So then it's really works. It works. So that's where with this Pacific and Chinese course, I emphasize very go slowly, and then topic very important things are there. Not try to go immediately, but in order to go there, you need the preparation, you know. Wir verfolgen also einen einfachen Weg. Wenn wir diesen einfachen Weg gehen, dann wird es sehr tiefgründig. Dann können wir zum Beispiel diese Ziele erreichen, die zuvor genannt wurden, dass wir in Devachan wiedergeboren werden oder dass wir auf individueller Ebene lernen, wie wir sterben können, was nichts anderes bedeutet, als dass wir unseren eigenen Weg zu sterben lernen können, denn das ist möglich. Um solche Ziele zu erreichen, müssen wir aber einem einfachen Weg folgen. Es gibt sehr viele komplexe Praktiken, aber der 15. Karmapa erklärte in seinem Kommentar zur Chenrezig-Praxis eben eine einfache Praxis, wie wir Chenrezig praktizieren können. Und hierbei sollten wir dann unsere Praxis mit sehr viel Belehrung kombinieren. Wir sollten Belehrungen hören und aufgrund dieser Belehrung werden wir langsam verstehen, was wir zu tun haben. Heute Morgen hat Sylvain Rinpoche eine Frage gestellt und Rinpoche hat ihm darauf Folgendes geantwortet, was für alle vielleicht interessant sein kann. Wenn man Leute unterrichtet und wenn man selbst praktiziert, ist es wichtig, dass man sich selbst besser kennt. Und man kann nicht sagen, dass man, wenn man ein Retreat gemacht hat, das Retreat falsch oder verkehrt war, sondern es ist wichtig, dass wir... Ich höre mal eben kurz, was sie sagt. Man kann nicht sagen, dass man ein falsches Retreat gemacht hat. Es ist wichtig, dass wir die rechte Sichtweise bekommen, wenn wir eben praktizieren oder unterrichten oder Belehrungen hören. Zum Beispiel die Praxis Guru Yoga auf den Karmapa ist eine sehr einfache Praxis, 16. Karmapa Guru Yoga. Und in dieser Praxis bekommt man Wang Shi, das sind die 4 Einweihungen. Und am Anfang ist es so, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was eigentlich eine Einweihung ist.
Wenn man zuhört, da gibt es sehr viele Details und verschiedene Schritte. Und es sieht so aus, als wäre das wie eine Erlaubnis, diese Praxis auszuführen, sozusagen ein Pass. Aber dieser Begriff Einweihung erscheint uns wie eine Erlaubnis, es ist aber nicht wirklich eine Erlaubnis. Wenn wir nämlich dann sagen, ja, jetzt kann ich loslegen, dann funktioniert das überhaupt nicht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir tun. Und dafür, selbst wenn wir es nicht verstehen, führen wir die Praxis erst einmal aus und dann versuchen wir uns auf verschiedene Sätze der Belehrung zu beziehen. Natürlich können wir alle möglichen Leute befragen oder heutzutage auch Google, aber da bekommen wir nur oberflächliche Antworten. Zum Beispiel gibt es eine bestimmte Erklärung für Bumpewang, das heißt die Vaseneinweihung. Und das ist etwas ganz Präzises, was die Vase und was die Vaseneinweihung bedeutet. Wenn wir diese Bedeutung nicht verstehen, können wir die Einweihung gar nicht bekommen. Selbst wenn wir dorthin gehen, haben wir sie nicht wirklich bekommen. Es ist also eine Art, sich zu entwickeln. Und im Moment wissen wir diese Dinge noch nicht. Auch selbst wenn wir Leute befragen, wird die Antwort nicht mit dem zusammentreffen, was eigentlich wirklich die Bedeutung ist. Und was sollen wir jetzt tun? Es ist wichtig, dass wir präzise Belehrungen bekommen. Und dann, zusätzlich zu den Belehrungen, ist es aber wichtig, dass wir uns auch üben. Denn wenn wir uns nicht üben, dann wird dieses Wissen nicht wirklich integriert. Es werden nur Worte sein und wir werden es nicht wirklich verstehen. Und deswegen sollten wir langsam vorangehen. Wir müssen bestimmtes Wissen erlangen und dann gibt es Dinge, die wir eben umsetzen sollten. Karmapa hat uns ja auch gesagt, dass wir nicht in einem Gefühl des Zugehörigseins oder des Besitzens blockiert sein sollen. Das heißt nichts anderes als der Ratschlag, nicht von unserer Anhaftung eingenommen zu sein oder vereinnahmt zu werden. Wenn wir wirklich mit den buddhistischen Belehrungen beginnen und diese weiterverfolgen, dann werden wir frei von dieser Anhaftung. Sonst werden wir immer in Samsara festhängen. Das ist wie bei den Leuten, die sehr viel Anhaftung an ihr Zuhause hatten. Die werden dann als Geist in einem Schloss wiedergeboren. In vielen Schlössern leben nichtmenschliche Wesen. Und warum? Weil die Besitzer dieser Schlösser nicht frei von dem Gefühl, dass es ihr Schloss ist, werden konnten. Sie hatten also Anhaftung an dieses Schloss und deswegen hängen sie dort fest. Es ist vielleicht nicht schlecht, 100 Jahre in einem Schloss zu leben, aber es ist auch sowieso nur ein Beispiel und vielleicht auch kein gutes. Es bezieht sich auf die einzelnen Dinge und dass wir eben an vielen einzelnen Dingen hängen. Das heißt nicht, dass wir als Geist wiedergeboren werden, aber in einem anderen Leben können wir auch hängen bleiben. Und wir wollen ja eigentlich von diesem Festhalten eines Tages frei werden. Und dafür müssen wir loslassen und nicht nur so tun, als ob wir loslassen, sondern unser Geist muss wirklich loslassen. Wie? Wir versuchen, eine einfache Praxis auszuführen, zum Beispiel eben Chenrezig. Und dann behalten wir diese verschiedenen Sätze in unserem Geist, schauen uns selbst an und machen langsam mit der Praxis weiter. Wenn wir das tun, das funktioniert wirklich. Wir sind ja jetzt hier beim Chenrezig-Kurs und das ist eine spezifische Praxis, mit der wir langsam vorangehen. Es gibt sehr viele wichtige Anweisungen oder Dinge dort, aber wir können diese nicht sofort umsetzen. Wir müssen uns also vorbereiten. Und unser Ziel ist ja, dass wir eben frei von dieser Anhaftung werden. Und dafür ist es wichtig, dass unser Geist eben wirklich auch frei wird. Et l'esprit, il reste sous l'emprise, finalement. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de garder à l'esprit ces différentes phrases du Karmapa, à pratiquer, à pratiquer, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va pouvoir fonctionner. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ici, notamment dans le cadre de ce cursus Chenrezig, eh bien, l'accent est mis sur le fait de vraiment pratiquer, mais d'avoir une forme de progression, c'est-à-dire d'évoluer progressivement. Et ces différents thèmes sont importants parce que tout cela, les thèmes abordés par le Karmapa sont importants parce qu'ils participent d'une bonne préparation, de la préparation dont nous avons besoin pour vraiment progresser dans la pratique. For this, usually, like today, I'm also just in the road, he asked me this, but usually we make a lot of question answers, you know.
reason why we do. There is two important for me. It's repeating, continue, because repeating is like people remind in because sometimes we do practice, then suddenly again mind drawn by the understanding, drawn by the different conditions, different message, different, we never said like without any listen. We see so many things listen. So same time do practice. So each time repeat bring back to the influence by the reminder, then again. So then question answer, because I see each time when you listen the answer, what we receive questions are, I see there is a questions little bit improved, understanding. So that means it looks very positive, because then the link with the studying, link with the practice, then question come, the question improve means they understand a little bit more close of the subject, understanding more close of the experience of the practice. So that's the reason this time I didn't do so much, because more emphasize many people say, I mean not everybody, so many people say we don't really understand what to come up as meant, So we talk more, but actually if we go a little bit more question answers, like this morning in the road, Silva asked how to improve mental practice for himself, talk about. So then I explanation, but then also this is useful to everybody, so I just try to share with this, Die Frage von Sylvain wurde heute Morgen hier gestellt, als Rinpoche gerade hier ankam. Und normalerweise machen wir ja auch für alle Frage und Antworten, denn das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, die Dinge immer wieder zu wiederholen, weil wir uns so auch daran erinnern. Manchmal praktizieren wir und plötzlich wird unser Geist während der Praxis von anderen Bedingungen hinweggezogen oder auch von den vielen Botschaften, die wir überall bekommen. Wir haben ja immer so viel in unserem Geist, wir sehen und hören so viele Dinge und dann werden wir davon abgelenkt. Deswegen ist es gut, dass wir praktizieren und dass wir aber auch die Dinge immer wiederholen. Und so können wir wieder zurückfinden zu den Bedeutungen, die wir versuchen zu verstehen. Und normalerweise machen wir ja jedes Mal Frage und Antwort. Und Rinpoche sieht an den Fragen, dass das Verständnis sich bei allen verbessert hat. Und das sieht also sehr positiv aus. Es ist immer eine Verbindung zum Studium oder zur Praxis da. Wenn wir Fragen haben, dann kommen wir, und die Fragen sind besser geworden, das heißt, sie sind näher auch am Subjekt oder am Thema dran und an der Erfahrung in der Praxis. Diesmal haben wir nicht so viel Frage-Antwort gemacht, weil so viele Leute gesagt haben, dass sie nicht wirklich verstanden haben, was Karmapa diesen Sommer gesagt hat. Und deswegen wollte Rinpoche dieses mehr behandeln. Wir werden auch noch mehr über diese Dinge sprechen. Und heute Morgen, Sylvain hat ihn einfach nur gefragt, wie er seine Praxis verbessern kann. Und Rinpoche hat gedacht, dass er das als Anlass nimmt, noch ein paar Sachen zu erklären und dass er das mit uns teilt, weil ihm das sinnvoll erscheint. Ce que le Karmapa signifiait. Mais ensuite, c'est vraiment sur la base d'échanges que l'on peut améliorer sa pratique. Et comme par exemple la question qui m'était posée ce matin, c'était pour améliorer sa propre pratique, la propre pratique de Sylvain. Mais en fait, j'ai pensé que c'était important de le partager parce que ça pouvait être utile pour tout le monde. So now, each time we do something, there is looking for the goal, for the destination, So then this is also important, because what important to achieve, what we're looking for. So this is quite important. We engage, we would do applied Buddhist practice. There is relatively, of course, we want to know better things, and mind is more relaxed and less distracted,
see things are clear. This is a relative. This is another part, you know. But then not only this, but we are human being, so we are only limited life, you know. Cannot be like in a castle, you know, because then it's 100 years living there. I'm not saying this is good, but I'm joking. But we are limited life. So then limited life, but still they have to go destination. Destination should achieve something, good things, you know. So for this, we have to look also possibility with our capacity. We cannot say something impossible things. You know, there is very many things impossible. There is many things very important, but this is not so easy to get there, because we have to think also our life, way of living, not 100% in a cave. You know, we are living with it like normal life, and then you have to take care of during your lifetime, then family and the situation you have to. So living with this could reach something very positive, you know. So this, we talk about always refer with the teachings, like Gampopa or others also. End of the chapter, always they show what is the result. I mean, not what result of what we could achieve. So their achieve is I don't know how to they present, but they always talk of the bodhisattvas and quality of the bodhisattva, and also personality of the bodhisattva. You know, this is important because ourselves are looking for this direction. So when you understand this, actually depends how we perceive this. If you have more Dharma knowledge, we think it's very important. If you don't have so much, again, cannot focus so much. There's another problem. But if you know really Dharma, understood Dharma, then it's really important. So in order to understand Dharma, we have to learn a little bit teachings. Otherwise, we just following the confusing by all the not saying everything is bad or negative, but there are many good things makes we mind us kind of occupied and cannot focus on ourselves, you know. So according with what we focus with the doing Chinese practice, just end from now until depends. Also, we cannot say these people can do, these people can. Actually, everybody do. We cannot judge. So we expect everybody has something good. So in order to have good, this kind of result is I mean what Gampopa shows like achievement of the bodhicitta. Bodhisattva is very important because this normal human beings became like how you call this special sand, you know, like this. This also using many different languages. Also, it's exactly some human beings became like free from all the problems and very useful and very how you say kind of infinite result. You know, like. Not going back to the again suffering conditions. So there is a possible. So in order to go this, what do we have to do? You know, what we have to do? This you have to keep in mind. Okay. Too long? No, you just stop in the middle. Ah, yeah. Maybe. No, I will go continue after. No, I thought too long, you know. Immer wenn wir etwas tun, tun wir das ja, weil wir etwas Bestimmtes damit erreichen wollen oder ein Ziel haben. Es ist also wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir eben diese Ziele, die wir erreichen wollen, erreichen. Wenn wir jetzt die buddhistische Praxis ausführen, dann gibt es auch relative Ziele.
Natürlich wollen wir mehr Wissen erlangen, unser Geist soll entspannter werden, wir wollen weniger abgelenkt sein, die Dinge klarer sehen und so weiter. Das ist ein relatives Ziel, was wir bei der buddhistischen Praxis haben. Aber wir sind ja auch Menschen und deswegen haben wir nur eine begrenzte Lebenszeit. Wir sind nicht so wie die dann über hunderte Jahre noch in ihrem Schloss verweilen. Nein, das war ein Witz, sagt Rinpoche. Wir haben also ein begrenztes Leben und haben ein bestimmte, wir gehen irgendwo hin, wenn wir dieses Leben verlassen. Und deswegen wäre es gut, wenn wir ein weiteres gutes Leben erlangen oder wenn das, wo wir hingehen, etwas Gutes ist. Und so sollten wir versuchen, entsprechend unserer Fähigkeiten nach Möglichkeiten zu suchen. Es ist nicht unmöglich. Aber es gibt natürlich sehr wichtige Orte, wo wir hingehen können, also ganz besondere Plätze oder Zustände. Aber es ist nicht so einfach, dorthin zu gelangen. Denn unsere Art zu leben ist ja nicht 100% rein, in dem Sinne, wir sind nicht 100%ig den ganzen Tag nur in einer Höhle und meditieren, sondern wir haben ein normales Leben. Und wir müssen uns um unser Leben kümmern, haben Familie und so weiter. Und wir sollten dennoch ja etwas Positives erreichen. Wenn wir uns auf die Belehrungen beziehen, dann können wir auch etwas erlangen. Gampopa hat ja im Juwelenschmuck der Befreiung am Ende des Buches in einem Kapitel genau erklärt, welches Resultat wir erreichen können, nämlich, dass wir Bodhisattvas werden und die Qualitäten eines Bodhisattvas erlangen. Es wird auch viel über die Persönlichkeit von Bodhisattvas gesprochen. Es ist wichtig, denn wir wollen ja in diese Richtung gehen. Und ob wir das erreichen, hängt davon ab, welches Verständnis wir davon erlangen. Es ist wichtig, dass wir dieses Dharma-Wissen haben. Und es ist auch gut zu verstehen, weil wir ja in diese Richtung gehen wollen. Denn sonst können wir uns überhaupt nicht darauf ausrichten. Wir brauchen also dieses Verständnis. Denn wenn wir kein Dharma-Verständnis haben, dann folgen wir wieder nur unserer Verwirrung. Das heißt nicht, dass alles schlecht oder negativ ist in unserem Leben. Aber wir sind auch durch viele gute Dinge abgelenkt. Unser Geist ist auch beschäftigt mit vielen guten Dingen und kann sich deswegen nicht ausrichten. Wir haben uns für die Chenrezig-Praxis entschieden und werden diese von jetzt bis zum Ende unseres Lebens praktizieren. Wir können also auf jeden Fall etwas Gutes erlangen. Gampopa hat gesagt, dass es wichtig ist, die Stufe eines Bodhisattvas zu erreichen. Diese Bodhisattvas sind ja normale Wesen oder Menschen gewesen und haben ein ganz besonderes Leben erlangt. Sie sind sozusagen Heilige geworden. In vielen Sprachen wird dieser Begriff verwendet. Also sie sind Heilige oder ganz wichtige oder besondere Menschen geworden. Und jeder von uns kann etwas Gutes erreichen und kann dorthin gelangen. Manche Menschen können frei von allen Problemen werden. Und das ist dann sehr nützlich für alle anderen. Es ist ein unendliches Resultat, also ein Resultat mit unendlichen Auswirkungen. Denn das bedeutet, dass solche Personen nicht wieder in Leid verfallen oder in leidvolle Bedingungen zurückgehen müssen. Und das ist möglich. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, was wir zu tun haben und das auch im Geist zu behalten. De bon ou de bénéfique. Et le résultat qui peut être attendu, c'est l'actualisation des qualités des bodhisattvas, comme Gampopa en parle. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui fait qu'un être humain ordinaire peut vraiment devenir ce que l'on peut appeler un saint, par exemple, ou une personne éminente. C'est des termes que l'on retrouve dans différentes langues, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire il s'agit d'un être humain qui s'est affranchi de tous ses problèmes et qui va, de ce fait, pouvoir continuer pour atteindre un résultat bien au-delà de ça. Ce résultat bien au-delà de ça est notamment celui de ne pas revenir dans des conditions de mal-être. Et ça, c'est quelque chose qui est possible d'envisager. Maintenant, si c'est ceci que nous souhaitons envisager, eh bien, il faut garder à l'esprit ce qu'il nous faut mettre en œuvre. So now
how to do simple way. I just give you the idea. Then you simple way is not, don't talk so much, just like main points. First, we do when you start practice, we are linked with one practice. You know, like other Chenrezig or Guru Yoga or Tara, doesn't matter. One Yidam practice. Reason why? Because due to this, we receive the blessing in our nature. Because this is also very important. You know, like for example, if also this how to receive blessing we don't know really. But if you're really studying the Bodhisattva's path, then you can see how they can give blessing or the normal, you know, like this. This is blessings, not like a kind of influence. It's a really kind of certain you can receive. Due to this, help you, in order to change yourself. You know, yourself means like normally we are so much stuck with the human samsaric tendencies. We are human beings in the samsara. These tendencies are. We are so much stuck. So therefore, background is attachment, pride, jealousy, hatred. These kind of conditions are very deeply linked. You know, that's the reason we need one blessing. You know, blessing. So through the blessing, these deep conditions can move. You know. Wie können wir jetzt einem einfachen Weg folgen? Rinpoche möchte uns einfach die Idee davon geben. Wir sprechen jetzt nicht so viel über den Weg an sich, sondern einfach über einige Hauptpunkte. Wenn wir jetzt mit einer Praxis beginnen, dann verbinden wir uns ja mit einem Yidam, sei es Chenrezig, Guru Yoga, Tara, das ist eine Yidam-Praxis. Und also in dem Sinne, dass wir uns mit einem Yidam verbinden. Wir empfangen den Segen des Yidams in unserer eigenen Natur, in unserem eigenen Geist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wie geschieht das? Das wissen wir nicht ganz genau. Aber wenn wir den Pfad eines Bodhisattvas studieren, dann sehen wir, wie es zu diesem Segen kommt oder was dieser Segen ist und dass wir diesen eben wirklich erfahren können, empfangen können, dass er uns hilft und das dazu führt, dass wir uns selbst verändern können. Denn jetzt sind wir so festgesetzt in dieser menschlichen Natur, in den Tendenzen, die wir als Menschen in Samsara haben. Und diese Tendenzen sind so stark, wir hängen völlig fest. Und der Hintergrund davon ist unsere Anhaftung, unser Stolz, unsere Eifersucht, unser Hass. Wir sind zutiefst mit diesen Bedingungen verbunden. Und deswegen brauchen wir den Segen. Und dann ist es möglich, dass diese tief verwurzelten Bedingungen sich bewegen können, sich verändern können. L'attachement, la jalousie, l'orgueil, la colère. Et donc nous avons donc besoin de cette bénédiction qui va venir agir sur ces tendances. Et la bénédiction va nous permettre de pouvoir qu'il y ait un mouvement en fait qui s'opère sur ces conditions profondes qui sont les nôtres. So now in order we need this, there is possibility to receive blessing, but then in order to also the condition better to receive, we need a little bit change ourselves, you know, our conditions. So therefore, always they create in Tibet created conditions, you know. So conditions, they make one important part is conditions of the Ngondro, you know. That's the reason practice of Ngondro. It's not like just like a degree, you know. So some people think we finish this, then grab another one. Not like this. Actually, saying like your nature improvement. So therefore, refuge, purification, merit, then again blessing. You know, these conditions are there. So therefore, when you do this, of course. There is one method how to do. Then there is many subtle
instructions. This is also, in order to really understanding, you have to refer with the teachings, you know. Otherwise, your own concept, you know, your own concept is not so bad, but your own concept is also, there is a kind of a misunderstanding possible, you know. Not saying everybody will misunderstand, there's a possibility to misunderstand. Therefore, if you refer with the teachings, for example, in Kenju, there is a Semjung, there is a, you know, like there is one, so Dushi and Duji, these kind of things makes understanding better, you know. Wir brauchen den Segen und es ist möglich, diesen Segen zu empfangen. Und damit wir aber die Bedingungen haben, um ihn zu empfangen, müssen wir uns verändern, müssen wir unsere Bedingungen verändern. In Tibet wurden solche Bedingungen geschaffen, wie zum Beispiel mit einem wichtigen Teil, nämlich den Bedingungen des Nöndro, das heißt mit der Nöndro-Praxis der vorbereitenden Übungen. Es ist nicht eine Stufe oder ein Grad, den wir erlangen, wenn wir das Nöndro fertig haben. Manche Leute denken, super, ich habe das fertig und jetzt schnappe ich mir eine andere Praxis. Nein, es geht darum, dass durch das Nöndro sich unsere eigene Natur, unser eigener Geist verbessert. Wir nehmen Zuflucht, reinigen uns, sammeln Verdienste an, bekommen den Segen. Es ist eine Methode, die wir ausführen und dadurch verändert sich etwas in unserem Geist. Und außerdem gibt es zusätzlich noch zu dieser Methode viele subtile Anweisungen dazu. Wir müssen uns auf die Belehrung beziehen, um diese wirklich zu verstehen. Denn sonst entwickeln wir hier auch wieder nur unsere eigenen Konzepte. Unsere eigenen Konzepte sind nicht schlecht, aber es kann dazu führen, dass wir Dinge missverstehen. Nicht alle verstehen etwas falsch, aber es ist sicherer, sich auf die Belehrungen zu beziehen, wie zum Beispiel auch den Kejuk, also Eintritt in das Verständnis eines Pandita. Dort werden alle die Semjung, also die Geistesfaktoren, die Geistesfaktoren erklärt oder wie zum Beispiel. In order to also support over this, you know, they're always like the link together, because one there is danger to be missing. Then in order to replace, you know, so in order to another part we do lojong, you know. Why? Because due to the lojong, when you practice like this, you need a love, compassion equal to all the beings, you know. Equanimity we call, equal all the beings. So this is quite hard, not so easy. But in order to little bit like understanding, giving like a direction, then they created the lojong. Lojong is somewhere there is one method. Through doing itself, slowly habit of this, then comes more and more understanding, little bit equal. Not, I think it depends on individual also how practice. Normally, due to the lojong, mind is more open to all the beings, less discrimination. So through this, then compassion comes, you know. Und wenn wir eben die Geistesfaktoren und die Skandhas und so weiter besser verstehen, dann unterstützt das unsere Praxis. Und als weitere Unterstützung ist Lojong vorhanden. Denn sonst besteht eine Gefahr, etwas wegzulassen oder es irgendwie falsch zu ersetzen. So machen wir also das Geistestraining durch Lojong und entwickeln hier Gleichmut. Gleichmut allen fühlenden Wesen gegenüber. Das ist nicht so einfach, es ist wichtig, das zu verstehen. Wir haben diese Methode des Lojong und durch die Gewohnheit werden wir eher verstehen, dass alle fühlende Wesen gleich sind. Und so können wir auch unseren Geist für all fühlenden Wesen öffnen und ihnen allen gegenüber Gleichmut entwickeln. So unterscheiden wir weniger und dann können wir auch eher Mitgefühl hervorbringen. Das hängt natürlich immer vom einzelnen Praktizierenden ab. Es ist nicht bei allen gleich. Wir entwickeln Gleichmut und durch Gleichmut entsteht Mitgefühl.
So actually, when you do Chenrezig practice, the also same sense in a recitation of the mantra also there, you know. But then we you know, that's reason also purification, blessing, and kind of how you call this, reveal the negative emotions to the wisdom. You know, this is also in Chenrezig practice, but sometimes when you really don't know the sense, we just recite a mantra like this, but we really cannot go detail. So in order to have individual little bit more kind of training, then in order to help, then we do. I mean, this do every practices, but the same as Chenrezig also. We do Lojong and emphasize Lojong and Ngondro is very very helpful. But now the condition of the like this kind of practice also just once it doesn't help, you know. Once it's like kind of you refine one time, but come back to the again like normal. So you have to normally, just I'm talking about very strategic. You have to do a little bit continue. This makes refreshing everything continue, you know. How could rebuild or refresh? Yes, refresh everything goes continue. Wenn wir die Chenrezig-Praxis ausführen, ist eigentlich die gleiche Bedeutung in der Rezitation des Mantras vorhanden, wie eben erklärt. Also wir reinigen auch, wir empfangen Segen, wir können unsere negativen Emotionen als Weisheit erscheinen lassen. All das ist auch in der Chenrezig-Praxis vorhanden. Aber wenn wir diese Bedeutung nicht kennen, dann rezitieren wir manchmal nur das Mantra und gehen nicht wirklich ins Detail, haben dabei nicht dieses Verständnis. Deswegen ist es hilfreich, wenn wir uns mehr trainieren. Und das gilt für alle Praktiken, nicht nur Chenrezig, egal welche Praxis wir tun. Und um uns mehr zu üben, wird eben empfohlen, die vorbereitenden Übungen, das Ngondro zu machen oder auch Lojong zu praktizieren. Das ist sehr hilfreich. Aber ein einziges Mal ist nicht ausreichend. Wir haben uns dann zwar einmal gereinigt oder wiederhergestellt, aber danach kommen wir wieder zu unserer normalen Funktionsweise zurück. Rinpoche erklärt uns hier die Strategie, mit der wir vorgehen. Es ist notwendig, dass wir immer und immer wieder diese Praktiken ausführen, um alles wieder zu erfrischen oder aufzubauen. Also insofern zu erfrischen, dass wir wieder weitermachen können wie vorher. Dass wir also kontinuierlich diese Praktiken ausführen, um kontinuierlich auf einem Level zu bleiben und da weiterzugehen. Faux, et c'est tout à fait stratégique. En fait, nous avons besoin d'affiner les choses continuellement, c'est-à-dire de les rafraîchir en fait, encore et encore. So if we apply this, like usual, we do Chenrezig practice, and then there is also the mantra there, but just I put a little bit another vision. Why Ngondro? Why Lojong? You know, sometimes we have these topics. So why? Because of that. But now, if you're doing this, there is a lot of beneficial, you know, lot of beneficial. So doing this now, there is you can go more better, you know, like I say, like Gampopa's teaching Bodhisattva's level. It's a much better than usual. So in order to reach this, also you can go more. So for this, then when you talk about not only receive a blessing, but due to the blessing, due to all the preparation, due to the blessing, your state of mind can reveal like extraordinary. You know, we're using sense. You know, so this is what we call bodhisattvas. Otherwise, you cannot be like bodhisattva. So this is there is two possibility. Just only doing meditation is also possible, but link with the practice like Chenrezig or other idams also possible, both. But actually, meaning is yourself, your ordinary human being,
because intellectually some are clever, some are not, like this. But anyway, we are human being. So this human being capacity can reach. There's a possibility can reach example of the bodhisattvas, you know. Wenn wir das alles wissen, haben wir eine andere Sichtweise, wenn wir Chenrezig praktizieren und das Mantra sprechen. Und wir verstehen auch eher, warum wir Lojong oder Ngöndro praktizieren. Eben genau aus diesem Grund, wie eben erklärt. So entsteht auf jeden Fall großer Nutzen. Und wir können aber noch weitergehen. Gampopa hat beschrieben, dass die Bodhisattva-Ebenen den gewöhnlichen Ebenen noch etwas voraus haben, dass sie darüber stehen. Und wir können also noch weitergehen. Und dazu bekommen wir nicht einfach nur den Segen, wenn wir all die Vorbereitungen durchlaufen haben, sondern der Segen führt unseren Geist dazu, dass wir etwas Außergewöhnliches enthüllen können, nämlich die Bedeutung all dessen. Wir können nämlich wie Bodhisattvas werden. Und wenn wir das nicht verstehen und auch nicht die Schritte anwenden, können wir nicht wie Bodhisattvas werden. Und um so zu werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal praktizieren wir nur Meditation, das ist möglich, oder wir praktizieren Chenrezig oder einen anderen Yidam, das ist auch möglich. Wir müssen verstehen, dass wir selbst immer noch gewöhnliche Menschen sind, auch wenn manche von uns intellektuell mehr drauf haben als andere. Wir sind menschliche Wesen und wir haben aber die Möglichkeit, das zu erreichen, was die Bodhisattvas erreicht haben. Wir können also selbst wie ein Bodhisattva werden. Moi, en fait, ça n'a rien à voir avec un degré d'intelligence, mais simplement à l'état d'être ordinaire tel que nous-mêmes. Cet état-là possède la capacité de pouvoir actualiser le même état que l'exemple de ces bodhisattvas. For this, like for example, when you do practice Chenrezig, then in order to reveal like Chenrezig, then yourself, similarity, like how you say, presence, similarity like Chenrezig, you know. But this, then you know how to do. That is important, which means how to do. So it's an important part, you know. So a simple way, just because also in the Chenrezig practice itself now we don't have, but certain other practices they have this. First saying everything like your all phenomena, like how you say, the term using state of the emptiness, you know. But then problem, we don't know what is emptiness actually. So, reason why I'm saying the need to refer with the teachings. Then we will know if you refer. So, for example, in the start with the Buddha's teaching, it's like Abhidhamma, you know, Abhidhamma. Then from there, little bit like took simple way to different Abhidhamma Kosha, Keju, like this, you know. So there, what saying everything like a composition of the Zuk, Tsoa, Dushin, Dujin, Nambasheba. You know, this is not only one word like this, but the detail, there is a meaning, you know, a detailed meaning. But this detailed meaning is also not only intellect topic. Detailed meaning is you have to, you listen this topic and you apply the practice. When you apply the practice, then give a space in the mind during the practice, meditation or Chenrezig practice, whatever space. So through this space, you have a space of the tendencies, you know, because normally mind is constantly moving. Reason why all the tendencies are due to tendencies of kind of old ideas. So method of the practice that you get a kind of space there and
space, not saying block the perceptions, but there is you can see when you really do meditate, then there's a space, has a lot of space. So due to this space, then your capacity can catch the meaning of the teachings. Until this, you cannot catch meaning of teachings. Teachings just like kind of information, but cannot handle. So therefore, other meditation or other focusing, beginning of the focus of the practice of Chenrezig, and this focusing, then you can get the possibility of the we say like how you use this term like a kind of space. I don't remember now term. Yes, the space in the mind. Like due to the temper, due to the Shijing, then mind is not caught by all the ideas, you know. So when you have this space, yes, wellness, but yes, due to the wellness, then slowly you're understanding meaning of what is mean aggregates, you know. Until this, you're just like in one information. You know, but you cannot handle. You know, you don't understand really what is this, you know. So when you have this space, then you know how to remain with the emptiness. You know, like it's not so easy. Then not so easy. I'm not blocking everybody. Some people has also like past reason not so difficult, but some people has difficult. This is like individual, like our situation, but there is a possibility, you know. That's the important part, because when you practice, not clean everything, you remain with your own nature. So they in all the practice, they start all the phenomena, how you say, became emptiness, you know. Not saying one idea make emptiness like this, but to really see go back to the origin. Original is not like all the compositions. Original is a space, you know. Um durch die Chenrezig-Praxis uns selbst als Chenrezig zu enthüllen oder zu verwirklichen, sollten wir die gleiche Art von Gewahrsein entwickeln, wie Chenrezig sie hat. Dafür müssen wir wissen, wie das überhaupt geht, dass wir genauso präsent sind wie Chenrezig. Und dieser Punkt ist wichtig. Wir gehen einen einfachen Weg, aber es gibt auch Praktiken, wo zum Beispiel das etwas komplexer ist, wo man am Anfang sagt, alle Phänomene sind leer. Und das Problem ist, dass wir diesen Begriff der Leerheit nicht verstehen, selbst wenn wir das am Anfang einer solchen Praxis sagen. Dafür müssen wir uns auf die Belehrungen beziehen und werden dadurch dieses Wissen erfahren. In den buddhistischen Belehrungen beginnt es ja mit dem Abhidharma und dann in einer vereinfachten Form wird Abhidharma Kosha oder Kechuk ja jetzt hier unterrichtet. Und da wird auch erklärt, dass alles nur zusammengesetzt ist. Also bei den 5 Skandhas, Form, Unterscheidung und so weiter, Bewusstsein, wird genau erklärt, wie alles nur zusammengesetzt ist. Und da gibt es ein sehr detailliertes Wissen davon. Dieses ist aber nicht nur ein intellektuelles Thema, sondern es geht darum, dass wir hier zuhören, diese Themen kennen und dann gleichzeitig unsere Praxis machen. Und dann können wir erkennen, wie in unserer Praxis Raum entsteht, in unserem Geist, während der Praxis. Und ganz gleich, ob wir jetzt Chenrezig praktizieren oder einfach Meditation, da ist dieser Raum und es ist ein gewisser Raum, der uns befreit von unseren Tendenzen. Denn unser Geist ist ja immerzu in Bewegung aufgrund unserer Tendenzen oder Ideen oder Vorstellungen. Durch die Methode der Praxis bekommen wir Raum in unserem Geist. Gleichzeitig heißt das nicht, dass wir unsere Wahrnehmung blockieren.
Wenn wir wirklich meditieren und eine Meditation wirklich ausführen können, dann sehen wir, dass sehr viel Raum da ist. Und dann können unsere eigenen Fähigkeiten die Bedeutung der Belehrung verstehen. Ansonsten bleiben die Belehrungen erst einmal nur eine Information, mit der wir aber nicht umgehen können. Es ist also möglich, dass wir durch unsere Ausrichtung auf die Meditationspraxis oder auf Chenrezig diesen Raum erkennen. Und so haben wir die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Das geschieht durch die Anwendung von Jampa und Sheshin. Das heißt, dass wir Achtsamkeit und Bewusstheit in unserer Praxis praktizieren und dadurch unser Geist nicht von seinen Ideen beeinflusst oder vereinnahmt ist. Aufgrund dieser Achtsamkeit in unserer Praxis können wir dann die 5 Skandhas auch verstehen. Sonst ist es nur eine Information, die wir zwar kennen und deren Wissen wir haben, mit der wir aber nicht umgehen können, nicht arbeiten können. Und dieser Raum, der durch unsere Praxis entsteht, führt dann dazu, dass wir verstehen, wie wir in dieser Leerheit verweilen können. Das ist nicht einfach, aber Rinpoche möchte uns auch nicht blockieren, indem er sagt, dass es für niemanden einfach wäre. Manche Leute haben Gründe aus ihrer Vergangenheit, die dazu führen, dass es für sie nicht so schwierig ist. Für andere ist es schwieriger. Es hängt also von der individuellen Situation ab. Es ist aber durchaus möglich. Und es ist also wichtig, dass, wenn wir praktizieren, wir verstehen, wie wir in unserer eigenen Natur verweilen können. Und das ist nichts anderes, als wenn wir sagen, alle Phänomene sind Leerheit. Das ist nicht nur eine Idee, sondern es ist möglich, diese Leerheit zu erfahren. Und zwar, indem wir zurück zu unseren Ursprüngen gehen. Wir gehen zu unserem ursprünglichen Geist zurück oder verweilen in unserer eigenen Natur. Und dort sind die Phänomene Leerheit. Das heißt, wir schaffen nicht etwas oder sagen etwas, sondern erfahren etwas, was unser Geist zutiefst in seinem Ursprung ist. Denn dieser Ursprung ist Raum. Er ist Raum, der eben nicht zusammengesetzt ist, wo diese Zusammensetzung nicht vorhanden ist. Das ist der Ursprung unseres Geistes. D'être ou d'agir. Lorsqu'il y a cette compréhension qui émerge en lien avec la pratique, nous pouvons alors commencer à savoir comment demeurer dans cette dimension de vacuité. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Alors bien sûr, peut-être que du fait de raisons passées, c'est plus facile ou c'est plus abordable pour certaines personnes. Pour d'autres, ce n'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, tout le monde a cette possibilité. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui permet progressivement de savoir comment demeurer dans notre propre nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de saisie ou d'identification. Et tout ceci est contenu dans cette phrase que tous les phénomènes sont vacuités. Dans cette phrase de début que l'on retrouve au début de certaines pratiques. Et il s'agit ici en fait simplement de revenir à l'état originel, c'est-à-dire au fait que tout n'est qu'une composition et que tout est en fait vide. So now in practice they have from there presence yourself non-fabricated, your mind, your mind non-fabricated, naturally clear and no like Rangxing original, So this is the presence yourself. But then this presence also, you can be like the sense of the Chenrezig. If you practice, this we yourself Chenrezig practice, like this. So now, in order to, we don't know what to mean exactly, So because we are not like totally blind, then something come like this, not like this. We are kind of all the occupation and just try to do this. So we need one also support, So now that's reason very important in the Kenjuk. They explain there is a how you call it, Tsowa, Dushe, Nambashepa, these topics, because when you are because due to this helps what means Rangxing Majupa.
you know, because otherwise you fabricate yourself. So now you're quiet, all the perceptions, then whatever happening, then you see, oh, everything is recognized according with the teachings. When you recognize this, then you don't caught by your own feeling, perceptions. You recognize. Due to the recognition, don't go to the illusion of yourself. Remain with the clarity and empty, you know. This word is very delicate because we can make a fabric, and then there is one feeling, we believe this, but actually all the, like, I don't know how to use proper term, like Tsowa, Dushe, you know, Nampashepa, these perceptions are, if you know proper, then you know where you are, you know, where you're not. Then you recognize, then you don't caught by this. Through this, slowly comes closer of the remain of the Buddha nature, you know. Es ist also Leerheit, und aus dieser Leerheit entstehen wir selbst nicht gekünstelt in unserer wahren Natur, die Klarheit und Leerheit ist. Unsere ursprüngliche Natur, Rang Shin auf Tibetisch. Wir sind also selbst gegenwärtig, gewahr, ruhen in unserer eigenen Natur, in diesem ungekünstelten Zustand. Wir können das dann verbinden mit der Bedeutung der Chenrezig-Praxis, wo wir selbst als Chenrezig oder in der Gestalt von Chenrezig erscheinen. Bisher wissen wir nicht, was das bedeutet. Das heißt aber nicht, dass wir völlig blind sind und dass dann irgendetwas kommt und uns erweckt. So ist es nicht, sondern wir sind alle beschäftigt und versuchen aber gleichzeitig diesem Weg zu folgen. Und so brauchen wir eine bestimmte Unterstützung. Im Eintritt in den Weg eines Pandita, also im Kechuk, sind also diese Dinge ja alle erklärt. Und das sind sehr wichtige Punkte, die dort erklärt sind, damit wir besser verstehen, was Rangshin Magüpa heißt, also der ungekünstelte Geist. Da wird erklärt Tsowa, Dushe, Nampa, Shepa und so weiter, also die Unterscheidungen, die Bedingungen und das Bewusstsein. Es ist eben wichtig, in dieser ungekünstelten Natur des Geistes zu verweilen, Rangshin Magüpa. Und wir sind also in einem friedlichen, ruhigen Zustand und haben alle Wahrnehmung. Und was immer geschieht, können wir das dann entsprechend der Belehrung erkennen. Wenn wir es erkennen, werden wir nicht von unseren eigenen Wahrnehmungen und Gefühlen beeinflusst oder gefangen genommen und werden nicht in Richtung der Illusion gehen, sondern können in dem Zustand von Klarheit und Leerheit verweilen. Das ist nicht ganz einfach, weil immer die Gefahr besteht, dass wir etwas fabrizieren. Und deswegen, ist es wichtig, dass wir diese Wahrnehmung, die wir haben, mit unserem Wissen verbinden. Dann wissen wir auch, wo wir stehen und können den Zustand, in dem wir uns befinden, erkennen und werden eben nicht vereinnahmt von unseren Gefühlen und Empfindungen. Und so können wir immer näher zu dem Zustand kommen, wo wir dann in unserer eigenen Buddha-Natur verweilen. Nous sommes, à savoir dans quel état nous sommes. Et progressivement, cela nous permet de nous approcher de notre nature de Bouddha. So now, the other day we talk about also, in order to understand the Buddha nature, like Nyingpo Tenpa is like a explanation of the Buddha nature. But when you understood this, doesn't give exactly the, you know, like what you expect. Because if you know that, like what we talk about, like all the Dushe, Nampa Shepa, and Semjung, this, I mean Dushe also Semjung part. So if you don't really, if you know the word, doesn't help. If you know the word, meditation, recognize during the perception, this slowly clarified, one by one you know, clarified, then you understanding of the what the Buddha, instruction of the Buddha nature, you know.
Und es wurde zuvor schon erwähnt, dass wir für ein Verständnis der Buddha-Natur Texte wie den Ningpo Tempa studieren sollten. Wenn wir diese verstehen, dann wird uns das helfen, wenn wir diese verstehen, also diese Erklärung zur Buddha-Natur, dann wird das noch nicht dahin führen, dass wir wirklich das innerlich verstehen, dass wir also unsere Erwartungen erfüllen können. Wir brauchen, die Wörter an sich helfen nicht, sondern wir brauchen dafür auch die Meditationspraxis, sodass wir dann, während wir diese Wahrnehmung haben, sie alle erkennen können. Also all die zuvor auch schon aufgezählt wurden, die verschiedenen Skandhas und Geistesfaktoren und so weiter. So haben wir einmal das Wissen und dann können wir das während unserer Meditation klären und so werden wir dann verstehen, was die Anweisungen zur Buddha-Natur in diesen Texten uns vermitteln wollen. Wir bekommen dann also ein eigenes Verständnis davon. De la nature de Bouddha et des instructions qui s'y rapportent. So through this clear the illusions, all this slowly clear, then you really understanding meaning of the how, maybe still not really realize, but understanding of the how to remain with the Buddha nature, and doing continue slowly, kind of like more or less familiar through this, then understanding, Auf diese Weise können wir alle Illusionen klären und werden schließlich ein Verständnis erlangen. Es ist ein Verständnis der Buddha-Natur, es ist keine Verwirklichung der Buddha-Natur, aber wir verstehen, wie wir in dieser Buddha-Natur verweilen können. Und wenn wir dann weiter damit machen, dann werden wir damit vertraut und kommen zu einem wahren Verständnis. Avec que petit à petit les choses vont pouvoir se révéler. This more or less the one term we're using. Change Magu. I don't know how to translate. I mean, just translate is okay. The meaning, like also in the Chinese practice, Cho Change Magu. Cho means like a kind of adoration. Yeah, venerable. Change Magu means all these concepts not obscurate. Germ means here similar, like we say fault, but the fault not like this. Fault like all the perceptions what we talked about before. Because also if you're studying, then one sentence, one by, like a function of the mind, the perception from the consciousness, all this a little bit like many categories. If you recognize slowly with the just like a form of category doesn't help usually. When you do meditate, then when you perceive things, then you recognize this is right now I'm linked with this kind of topics. So when you recognize, you cannot void immediately. When due to the recognize from the teachings, due to the recognize going continue, then slowly you are not drawn by this way. So that's the reason called Change Magu, means there is no obscuration of the illusion, to Change Magu. So this is like a way to, through this, then you're understanding what is more or less in explanation of the Buddha nature. Then slowly you are kind of how you say realize with this, Wir werden zum Beispiel auch den Sinn eines Satzes verstehen. Chowo Kengi Magö, das ist am Anfang der Chenrezig-Praxis. Chowo ist der Edle und da wird gesagt, ihr seid makellos. Edler, ihr seid makellos. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich darauf, dass er nicht verdunkelt ist.
dass die verschiedenen Wahrnehmungen, die wir haben, über die wir vorher gesprochen haben, uns nicht mehr trüben können, unseren Geist nicht trüben. Und es geht hier nicht um Fehler an sich, sondern um unsere Wahrnehmung, die wir haben und die unseren Geist verdunken. Da gibt es verschiedene Kategorien, aber die alleine helfen uns nicht. Es geht hier ja um die Funktion unseres Geistes, um die Wahrnehmung unseres Bewusstseins und so weiter. Und diese Kategorien werden wir erst dann verstehen, wenn wir sie in unserer Praxis erkennen. Und dann können wir sagen, aha, das ist mit diesem verbunden. Und so können wir sie dann zwar nicht vermeiden, aber erkennen. Und wenn wir dann weitermachen, dann wird unser Geist nicht mehr in diese Richtung hinweggezogen. Und wenn wir dann eben sagen, Johokengi Magö, dann bedeutet das eben auch, oder Jogi Magö, dass wir nicht mehr getrübt werden durch die Illusion oder verdunkelt durch die Illusion. Und wenn wir dann noch die Belehrungen über die Buddha-Natur verstehen oder die Erklärung darüber, dann werden wir diese schließlich auch verwirklichen, wenn wir eben gleichzeitig praktizieren. Il faut le comprendre. Et si nous le comprenons ainsi, bien petit à petit, cela va nous amener plus ou moins à rejoindre l'explication de ce qu'est la nature de Bouddha. Et c'est comme ça que progressivement, une véritable réalisation peut prendre place. So now we don't talk about when you perceive this, you are something got result. You're starting with, start with this, then your quality reveal, like, like bodhisattvas, It's also, right now we talk about just starting, how to reveal your quality. So we'll start with this. So until this, then in preparation, what we talked about before is very important. You could reach this, It's just talk one idea. It looks like kind of thinking is important, but you are not really cannot handle this, So need what we're doing is preparing. Where you're kind of destinating, and then preparation, go very slowly, very daily, continue, like this. Then it's slowly, then it depends on individual also, but then possibility to have this, how you say, the quality of the bodhisattvas, Wenn wir diese Dinge wahrnehmen können, dann haben wir ein gutes Resultat. Also es ist aber nur der Anfang. Wir können unsere Qualitäten als die Qualitäten eines Bodhisattva erfahren. Das, wie gesagt, ist aber nur der Anfang. Es geht erstmal darum, wie wir unsere Qualitäten enthüllen können. Und das tun wir, indem wir uns vorbereiten, wie zuvor besprochen. Und dann können wir auch diesen Zustand erfahren, der aber an sich eben erst nur der Anfang ist. Wenn wir aber nur darüber reden, bleibt es eine Idee. Dann denken wir, dass es wichtig ist, können aber nicht damit umgehen. Wir müssen uns darauf vorbereiten und auch wissen, wo wir eigentlich hingehen. Und dann können wir täglich weitermachen und langsam voranschreiten. Und dann hängt es natürlich von jedem selbst ab. Aber wir haben die Möglichkeit, dass wir die Qualitäten eines Bodhisattvas hervorbringen. Et ensuite, progressivement, évidemment, en fonction de chacun, ça dépend de chacun, mais alors, il y a la possibilité de pouvoir révéler ces qualités des bodhisattvas. So then, okay, I will stop here today. Then afternoon I will have to go to, as I mentioned before, for cremation of Dharma Tonsang for tomorrow. So then we will see again for Chandrisik in February, I think. In February. So then we can again question, and meanwhile you do practice, like usual, don't need to change so much. Only listen teaching is very important, because through this then you can do practice.
doing only yourself, like, no, don't only apply the method, doesn't help so much, you know. That's where Karmapa is saying, don't fall into the, I mean, this is very important, yourself being like a Bodhisattva's direction, don't fall into the normal way of perception or no concept of a superstition, you know. Not saying there's negative, it's also there is a lot of positive, but that's where I thought this sentence come from Karmapa is quite important. But then in order to go this, we go like our kind of condition. Do Chandrisic practice, or other practices also good, Ngondo and Lojong, somebody doing, somebody not doing, only Chandrisic, I think. Then meditation is very important. We talk about also supporting of the understanding of the teachings are better. But then like a little bit more get clear for the teachings. Like we do here, recite, repetition, and also individually, if you have a friend together, group, like you can start with the regularly, then as it goes more and more clear, you know. First, we always usual when receive teaching, link with our own tendencies, our own quality, you know, knowledge. But then when you repeating together, help each other, this is like a Sangha, help each other. Through this, then goes to more and more kind of go to the point of the meaning. So this meaning is very helpful for the direction of the meditation, like Chandrisic practice or Shinei meditation, whatever. Is the mind kind of giving right direction, you know. Yes, tomorrow. I think you already announced. No? Okay. Then tomorrow, if you are here, you can do the. I think you could tell after, you know. Yes. Anyway, the same. They will say you organize for the morning practice, so accumulation. Then we can finish like usual, you know. Wir wollen für heute aufhören und wie gesagt, muss ich heute Nachmittag abreisen zur Kremation von Lama Tönsan. Das nächste Mal sehen wir uns dann im Februar. Bis dahin, bitte macht weiter mit eurer Praxis, verändert nichts und es ist wichtig, dass ihr auch den Belehrungen zuhört. Dann könnt ihr besser praktizieren. Denn es geht darum, dass wir nicht einfach nur die Methode anwenden, denn das alleine hilft nicht genug. Wie Karmapa gesagt hat, sollten wir nicht in normale Vorgehensweisen zurückfallen, wo wir Konzepte von Aberglauben entwickeln. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir selbst in die Richtung der Bodhisattvas gehen können und auch so sein können. Natürlich ist auch viel Positives bei dieser sogenannten abergläubischen Praxis. Es ist nicht nur negativ, aber dieser Satz von Karmapa ist sehr wichtig, er erinnert uns daran, wohin wir gehen sollen. Und dann gehen wir entsprechend unserer eigenen Bedingungen, machen die Chenrezig-Praxis alleine oder in Verbindung mit Nöndro oder Lojong-Praxis. Es ist auch wichtig zu meditieren, denn so können wir die Belehrung besser verstehen. Wir werden dadurch klarer werden für die Belehrung. Und wenn ihr dann auf individueller Ebene diese Nachmittagsanweisungen noch zusammen mit ein paar Freunden durchgehen könnt, das wäre gut, wenn ihr solche Gruppen habt, euch regelmäßig trefft, dann werdet ihr euer eigenes Verständnis klären. Denn wenn wir Belehrung bekommen, verbinden wir das ja immer erst einmal mit unseren eigenen Tendenzen, unserem eigenen Wissen. Wenn wir das dann zusammen immer wieder durchgehen, und das ist auch der Sinn von Sangha, dann können wir uns gegenseitig helfen und können besser die Bedeutung wirklich bekommen von dem, was da erklärt wurde. Das ist dann hilfreich dafür, was wir dann mit unserer Meditation oder der Chenrezig-Praxis ausführen. Und so kann unser Geist in die richtige Richtung gehen und kann die Richtung, wie ein Bodhisattva zu werden, einhalten. Und für morgen, das wird noch angesagt, was stattfindet. Ihr werdet bestimmte Ansammlungen machen und das Programm wird sonst wie ganz normal weitergehen.
sens de l'enseignement s'acquiert véritablement. Et ça, c'est quelque chose d'aidant pour la pratique, qu'elle soit de Shiné ou de Chenrezig. Parce que c'est ce qui va contribuer à ce que l'esprit emprunte une bonne direction. Alors, pour demain, la session de demain, il sera expliqué donc après, mais il y aura à la place de l'enseignement une session justement de pratique et d'accumulation qui sera proposée. So also this time I ask Abhidhamma Kosha, yes, Abhidhamma Kosha. I share with you because actually main idea is somebody who live here, they do a lot of Dhamma studying, but then everybody come here want to know something. So what we first step is we try to share all the together. You know, it's like a network, teamwork together. So everybody understand, get the information of what is we do studying here. This first. Second is train a little bit like people are. That's the reason two people together. Don't go individual way of teachings. You know, try to really preserve the Buddha's teaching according with the text, teaching here, and to try to remain here. You know, that's the reason. If people who live here, if they really without individual commentary, if you go really with the text, that's the reason I say go detailed. Don't make resume, because resume is individual opinion comes. It's then kind of diluting the teachings. So due to this, then this system can remain in here. Means really like a long term here we have France, but also European countries. Really, Dhamma can stay properly without individual opinion. You know. So for this, we have library, we have place for the teaching. Now we try to make people who could live a little bit more better, comfortable, and live longer, long period, and studying. So each time we're collecting one important Buddha's text. Like now, a few years ago, so 6-7 years ago, people who live here and outside both, I mean around here, then we're studying Abhidhamma Kosha, and went very slowly, everyday repetition, and so now I thought it's good to, in order to teach this, good for people, all you are coming from different area, so we all have this knowledge of the can share, and also people who live here, they learn habit of the training, really proper link with the text. You know, that's the reason two person then cannot go individual idea, because there is the delicate individual commentary. You are not Buddha, so your commentary for Buddha's teaching, that is the most dangerous. You know, we are all doing very dangerous. We have to be very careful, because we are not Buddha yet. We are not Bodhisattva yet. So still we cannot comment individual idea. This makes then the delusion of the teaching. So then idea is like a library is text, but the teaching is then how to make an explanation can remain long. Next step is like Tsema, because now they're studying every winter. So next step. So this is I think how to like come up as saying Buddha's teaching have to remain in the long term benefit for all the people. So this we try to do this. You all have benefit for what they're studying, share with this, and people who are able to study, they committed. It's very nice, and stay longer. And not saying everybody will accomplish all the teachings, but a group of people each could preserve one text, then proper. So some years later, then we have a lot of quality of the teachings can remain here, you know.
J'ai demandé donc que l'on commence à partager sorry, ich muss es gerade mal wiederfinden. Rinpoche hat ja darum gebeten, dass hier Abhidharma Kosha unterrichtet wird. Und die Hauptidee dabei war erstmal, dass die Leute, die hier leben, ja sehr viel studieren und dass von außen Leute kommen und dieses Wissen auch bekommen. Und deswegen ist der erste Schritt, dass dieses Wissen hier geteilt wird mit allen. Es ist eine Art Teamwork, sodass jeder die Informationen bekommen kann, was hier studiert wird. Und dann als zweites wird man sich in kleinen Gruppen dann zusammentun und das zusammen studieren. Es ist wichtig, dass wir nicht alleine studieren. Es geht ja darum, dass wir Buddhas Belehrungen erhalten und dass die hier bleiben. Und wir können nicht persönlich da einen Kommentar zu abgeben. Es ist wichtig, dass wir wirklich am Text bleiben, wenn wir mit mehreren studieren, ins Detail gehen und auch nicht zusammenfassen. Denn wenn wir zusammenfassen, dann wird immer die persönliche Meinung, die Belehrung in irgendeiner Weise verdünnen oder verändern. Und dieses System, es weiterzugeben, wird hier bleiben und wird auf lange Sicht hier in Frankreich oder auch in anderen europäischen Ländern Fuß fassen. Und so kann der Dharma auf eine reine Weise erhalten werden, ohne dass Leute ihre persönlichen Meinungen damit einbringen. Wir haben hier die Bibliothek, wir haben hier den Ort, um Belehrung zu bekommen. Und dann gibt es eben bald auch noch einen Ort, dass die Leute, die hier leben, hier eine bessere Unterkunft haben und auch für längere Zeiten hier leben und studieren können. Und überall werden also dann, oder jedes Mal werdet etwas aus der Sammlung von Buddhas wichtigsten Texten unterrichtet. Seit 6 bis 7 Jahren wird hier Abhidharma Kosha studiert und langsam haben die Leute sich das angeeignet, indem sie täglich diesen Text wiederholt haben. Und es kommen dann Leute hierher aus den verschiedenen Gegenden und können dieses Wissen auch bekommen. Und gleichzeitig ist es auch gut für diejenigen, die das unterrichten, weil sie lernen, wie man sich richtig auf einen Text bezieht. Es sind immer 2 Leute zusammen, damit eben keine persönlichen Ideen eingebracht werden. Der individuelle Kommentar zu einer Belehrung ist nicht möglich, da wir ja noch keine Buddhas sind. Das können wir erst machen, wenn wir Buddhas sind. Und hier ist auch genau die Gefahr. Wir müssen sehr achtsam sein, denn wir sind noch keine Buddhas oder Bodhisattvas. Und deswegen können wir auch nicht unsere persönlichen Ideen in Texte einbringen. Das ist eine große Gefahr, dass die Texte dadurch verbessert werden. Deswegen haben wir hier dieses System und die Texte werden studiert und können somit auch lange hier vorhanden sein. Als nächstes wird dann Zema studiert. Diejenigen, die hier leben, haben schon damit begonnen. Es ist ein wichtiger Text auch, Zema. Und die buddhistischen Belehrungen können so dann vielen Leuten nutzen. Und das ist auch der Wunsch von Karmapa. Das versuchen wir also umzusetzen und diese Studien mit allen zu teilen. Und nicht alle können alle Belehrungen bekommen oder behalten oder studieren. Jeder kann vielleicht auch einfach nur einen dieser Texte studieren, aber wenn wir dann schauen, wird in einigen Jahren wirklich eine gute Qualität an Belehrungen hier vorhanden sein. Avec les textes, c'est-à-dire qu'en étant en binôme, bien, personne ne peut partir dans son idée individuelle. L'idée est donc d'être vraiment au plus près de ce qui a été enseigné, ce qui a été dit. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des Bouddhas. Et donc, si l'on essaye de glisser notre interprétation personnelle ou individuelle, finalement, on ne fait que diluer l'enseignement puisqu'on n'a pas le niveau pour faire cela. Donc la librairie réunit, la bibliothèque réunit tous ces textes et l'activité de les enseigner, de les redonner, de les partager permet que le dharma puisse demeurer sur un long terme. Et c'est une autre étape dans laquelle nous entrons à présent ici. Parce que c'est le fait que l'enseignement du Bouddha soit présent qui en un lieu qui permet en fait qu'il y ait un grand bienfait pour les êtres. Donc les personnes qui sont à même de les étudier sont engagées sur du long terme, restent ici,
Je ne dis pas que chacune est capable de comprendre tous les enseignements, on va tous les comprendre, mais on peut ainsi préserver en fait à chaque fois un texte de manière appropriée. Un groupe peut ainsi le faire. Et c'est ce qui permet que la qualité de l'enseignement puisse demeurer. And then sometimes some people feel, oh, studying is quite difficult, you know. Yes, it's also maybe difficult, but then there's two choice, really studying, you know, detail, but then you cannot really study. Listening is very important, you know, because when you group together, even you cannot repeat. Listening, due to the listening, you get all the idea of the teachings, you know, teachings. So this makes a good, gives a good line, you know, all the individual interpreted the messages can clarified, you know. Otherwise, each say nice things, and we really don't know where is the real one, you know. You know, so therefore, just listening is also quite important, you know. Manche Leute sagen, dass es sehr schwierig ist, so zu studieren. Ja, das kann natürlich sein. Und da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man studiert wirklich im Detail oder man hört einfach zu. Denn auch das Zuhören ist sehr wichtig. Selbst wenn man nicht selber die Belehrung wiederholen oder teilen kann, so ist es doch sehr gut zuzuhören, weil man dadurch wirklich die Idee der Belehrung in den eigenen Geist bekommt. Das gibt einem eine gute Ausrichtung. Und außerdem werden dadurch auch individuelle Interpretationen geklärt. Denn oftmals sagen die einzelnen Leute sehr nette Sachen und sehr schöne Sachen, aber wir wissen manchmal nicht genau, was es eigentlich ist. Et aussi de ne pas mélanger tout ça avec tout un tas d'informations qu'on va entendre à droite ou à gauche. Donc de revenir vers quelque chose qui reste au plus proche de l'enseignement. Okay, so now I will do the dedication, then we see next time. So, wir machen jetzt die Widmung und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Sunam deye damje zepa nye tone nyebe dana panje jega naje bala druba ye sebe zole do wara sho jamba bawe chendra chemba kundu sangbo deyan dejen de da gunje jeso da gewan de da damje rabdo ngo sanje kuso nyebe chenla Chenye menjuro nebe chen la da kende meche nebe chen la Chedang owa me la dro bara shu